Hi zu Nullpunkt. Wir sprechen heute über All Things Kurdistan. Ich habe mir die Gästin Rosa Burç eingeladen, die ist Soziologin und Mitarbeiterin am DEZIM-Institut und erklärt uns kontextualisiert die sogenannte kurdische Frage vor dem Hintergrund der Entwicklung in Syrien, der neokolonialen Politik der Türkei, vor dem Hintergrund der deutschen Unterstützung der Türkei, und wir stellen alle möglichen Fragen, die mit der kurdischen Bewegung zu tun haben, historisch, gegenwärtig, aber auch zukünftig. Und ich freue mich sehr, wenn ihr Nullpunkt, einen unabhängigen Podcast, der versucht, unabhängig zu bleiben, unterstützt. Ihr könnt das über PayPal machen oder auch über Patreon oder auch einfach dadurch, dass ihr diesen Podcast auf YouTube abonniert oder auf Spotify abonniert und ratet. Das wäre eine sehr große Hilfe und ich wünsche euch viel Spaß. Rosa, wir duzen uns, weil wir kennen uns. Rosa Burç. Du bist Forscherin, Soziologin. Du beschäftigst dich mit verschiedenen Themen, bist jetzt am Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, dem DEZIM. Und unter anderem beschäftigst du dich mit Kurdistan und kurdischen Belangen. Ich freue mich, dass du hier bist. Vielen Dank. Danke für die Einladung, Hanno. Und es ist ja so, dass ich jetzt mehrere Gäste hier hatte in diesem Podcast, mit denen ich über Dinge gesprochen habe, mit denen ich mich sehr viel beschäftige, also Israel, Palästina, Gaza, auch andere Themen, aber Kurdistan ist ein Thema, das in meiner Arbeit ein bisschen weniger präsent ist, deswegen hoffe ich, dass ich was lernen kann von dir ein bisschen in der Sendung heute. Vielleicht kannst du ein bisschen allgemein mal kurz sagen, wie kommst du eigentlich zu dem Thema, was ist sozusagen dein Zugang zu Kurdistan? Ja. Ich finde es sehr schön, dass du diese Folge jetzt drehst und aufnimmst und vor allem auch mit diesem Disclaimer, dass Kurdistan gar nicht so präsent ist. Und ich glaube tatsächlich war das auch immer meine Motivation, weil als Kurdin selbst habe ich sehr stark, auch sehr früh schon erfahren, was es bedeutet, so multiple Marginalisierungsprozesse durchzumachen. Also dass man nicht immer sichtbar ist, dass man sich immer erklären muss, dass man auch existiert, dass es eine sogenannte kurdische Frage gibt im Mittleren Osten. Dass die Existenz geleugnet wurde, dass man quasi immer Zeit damit verbracht hat, quasi zu erklären, dass Kurdinnen auch existieren als eine Volksgruppe mit ihrer Sprache und ihrer Kultur. Und genau, also es hat sehr biografische Züge, warum ich irgendwie gesagt habe, okay, ich möchte mich mit diesem Thema auch professionell beschäftigen und wissenschaftlich beschäftigen. Ich habe promoviert zur Mobilisierung, zur kurdischen Mobilisierung im Nahen Osten, aber auch transnationaler Mobilisierung und habe versucht zu verstehen, was eigentlich Staatenlosigkeit im Leben dieser Menschen ausmacht. Also wie verstehen sie diese Gewalt und wie empfinden sie diese Gewalt und welche Antworten finden sie in ihren politischen Projekten eben auf diese sogenannte politische Staatenlosigkeit. Wenn du jetzt sagst sozusagen, das ist eine Frage, die ein Stück weit unsichtbar gemacht wird oder einen großen Stellenwert hat in der gesellschaftlichen Debatte, woher glaubst du, kommt das? Ist das es ist natürlich eine epistemische Frage. Wie schauen wir uns die Welt an und wie verstehen wir die Welt? Also wo ziehen wir unsere Erkenntnisse raus? Und ganz oft ist es so, dass tatsächlich in der Art und Weise, wie wir uns die Welt anschauen, wir die Definitionskategorien immer über die Nationalstaaten aufmachen. Also wenn die Türkei erstmal als staatliche Doktrin sagt, hier leben nur ethnische Türken oder Türken, dann wird das übernommen ganz oft. Also das wird übernommen von Medienschaffenden, das wird übernommen von Kunst- und Kulturschaffenden, aber auch von der Politik. Und das ist tatsächlich das größte Problem. Auch heute, wenn wir über den Mittleren Osten sprechen oder über den Nahen Osten sprechen, sprechen wir eigentlich immer in diesen großen nationalen Konstrukten. Also der arabische Nahe Osten, der arabische Frühling oder wie gesagt, die türkische Hegemonie und die türkische Vorherrschaft, das Osmanische Reich und so weiter. Und ich glaube, diese homogenisierenden Prozesse des Denkens und wie wir uns die Welt anschauen, haben halt dazu geführt, dass ganz viele signifikante Bevölkerungsgruppen halt immer dann zugeschrieben wurden zu einem Nationalstaat. Und die Kurden oder die Kurdinnen sind ja dieser klassische Satz, den man dann immer sagt, wurden aufgeteilt auf 4 Nationalstaaten, diese Bevölkerungsgruppe. Es lebt eine kurdische Bevölkerung in der heutigen Türkei, im Iran, im Irak und in Syrien. Und bislang wurde die sogenannte kurdische Frage halt immer
irgendwie auch als ein innenpolitisches oder sicherheitspolitisches Problem innerhalb dieser einzelnen Staaten betrachtet. Und man hat sich sehr wenig irgendwie darum gekümmert zu verstehen, wie eigentlich diese Gesellschaft zusammengestellt ist, welche Sprachen gesprochen werden, welche Religionen es gibt in Kurdistan und so weiter. Und das hat sich auch durchgezogen in der Wissenschaft. Ich habe das jetzt mal ein bisschen anekdotisch. Ich habe das zum Beispiel in meiner eigenen Forschung sehr stark erlebt, dass ich ganz viel Zeit damit verbracht habe, immer zu erklären, dass ich ein transnationales Forschungsdesign habe und mir eben nicht nur die eine Minderheit, kurdische Minderheit in einem der Nationalstaaten angucke und dann vergleichende Analysen mache, sondern dass ich das kurdische Subjekt quasi durch das Transnationale, was es verkörpert, zentrieren möchte. Und deshalb war das eigentlich nicht so ganz üblich. Okay. Wissenschaftlich meinst du unüblich? Wissenschaftlich, genau. Sehr, sehr unüblich, beziehungsweise immer etwas, was dann in Kolloquia oder in so Diskussionen quasi dann kritisiert wurde. Ja, aber warum machst du keine vergleichende Regierungslehre oder warum vergleichst du nicht die Minderheitenpolitik des Irans und des Iraks mit der Türkei? Und darum ging es mir eigentlich nicht. Mir ging es immer darum zu verstehen, wie eben diese Grenzen, die es gibt, sich dann irgendwie ausdrücken im Leben der Kurdinnen im Nahen Osten. Okay. So eine Rezentrierung quasi von kurdischen Subjekten. Verstehe, okay. Ich meine, ich möchte darauf sozusagen zurückkommen und mich interessiert auch sozusagen der Drive der kurdischen Bewegung, weil es ja ein politisches Projekt ist, was über die Forderung, soweit ich mich damit an einer Staatlichkeit ja ziemlich weit hinausgeht oder dem eigentlich entgegensteht. Aber vielleicht kann man so ein bisschen so vom Mikro ins Makro gehen. Du hast gerade einen Text geschrieben für die Zeitschrift Blätter, wo du auch dich so ein Stück weit auseinandersetzt mit der Frage, dass es ist ja jetzt, Öcalan hat dieses Jahr verkündet, dass die PKK, der bewaffnete Arm der kurdischen Bewegung, sich entwaffnen soll. Und es gab im Nachgang Bilder von kurdischen Gruppen, die tatsächlich sehr sozusagen öffentlichkeitswirksam so ihre Waffen verbrannt haben. Und auf eine Art wirkt das nicht, also ich meine, ich habe das gesehen oder gelesen und davon mitbekommen, es wirkt doch eigentlich ein Stück weit kontraintuitiv, oder? Also es ist ja jetzt nicht so, man kann nicht sagen, es ist eine Zeit, in der zum Beispiel die Türkei ihre Rhetorik gegenüber der kurdischen Minderheit abrüsten würde oder so. Ja. Also was ist die Strategie dahinter? Ja. Wie verstehst du das? Es ist nicht nur counterintuitive aus der Perspektive der Türkei. Die hat sich tatsächlich nicht wirklich geändert, der Standpunkt. In der Rhetorik ja, im Handeln nicht, aber darüber spreche ich gleich. Es ist auch total vom Gefühl her anachronistisch, und, wenn wir uns unsere Zeit anschauen. Also ganz viele Staaten rüsten auf. Militarismus ist quasi das To-Go-Projekt vieler Nationalstaaten weltweit. In Deutschland ist es ja überpräsent, dieses Thema gerade. Ja. Und in diesem Zeitpunkt und auch, um das auch auszuweiten, auch das Verständnis von Widerstand und revolutionärem Widerstand ist auch immer noch sehr gewaltgeprägt und mit Waffengewalt quasi konnotiert. Und in so einem Zeitalter und in so einer Zeit hat die, ich sage jetzt mal, hegemoniale kurdische Freiheitsbewegung, die seit fast 40 Jahren einen bewaffneten Widerstand leistet und bewaffnet in vielen Ländern kämpft, oder stationiert ist oder halt irgendwie vertreten ist, sage ich jetzt mal, wirklich, wie du gesagt hast, öffentlichkeitswirksam Waffen verbrannt. Und ich fand das schon sehr starke symbolische Willensbekundung. Und es war auch zum Beispiel bezeichnend, dass nicht nur männliche Guerillakämpfer das gemacht haben, das war so eine Mischung aus Guerillakämpferinnen und Kämpfern. Die Erklärung wurde von einer Frau verlesen, die aber eindeutig auch gesagt hat, wir verbrennen jetzt unsere Waffen, weil die Zeit ist die Zeit, wo die Waffen eigentlich keine emanzipatorische Rolle mehr einnehmen können. Das war so ein bisschen auch angelehnt an die Erklärung von Öcalan, die ein paar Monate vorher verkündet wurde. Und, aber es waren nur 30 symbolische Waffenverbrennungen. Und also 30 Waffen oder 30 quasi Fälle von Verbrennung? 30 Kämpferinnen haben ihre Waffen verbrannt. Okay. Also es waren dann wahrscheinlich 30 Waffen. Okay. Ja. Und die Munition wurde auch in so, wurde halt auch verbrannt. Und das hatte dann auch einen symbolischen Wert rein bildlich, weil dann die Waffen so eine Art Feuer
ergeben haben und das Feuer wurde dann später so interpretiert wie das Neujahrsfeuer, das Newroz-Feuer, was jedes Jahr im März dann das neue Jahr einleitet, wie so ein Neubeginn. Aber es war wirklich, wie gesagt, symbolisch und nicht etwas, was jetzt direkt bedeutet hat, dass die PKK sich komplett entwaffnet hat oder kapituliert oder sich zurückzieht, sondern es war quasi eine politische Neuausrichtung zu sagen, wir möchten nicht mehr mit Waffen Diplomatie und Politik betreiben. Die stehen gerade im Weg in gewissen Annäherungsversuchen in der gesamten Region. Aber wir möchten auch nicht komplett jetzt alles niederlegen, sondern das ist eine Willensbekundung, wir sind bereit auf den politischen Dialog. Okay. Ich fand das wirklich nicht nur counterintuitive und anachronistisch, sondern fast schon irgendwie, ich habe das ich glaube in dem Text auch als irgendwie Militanz für den Frieden bezeichnet, weil ich in der ganzen quasi Gestaltung der Waffenverbrennungszeremonie und auch irgendwie in der Haltung der Kämpferinnen auch eine gewisse Militanz gesehen habe, die auch sehr bezeichnend ist für die PKK, ist eine sehr militante Organisation, aber gleichzeitig auch so dieses Versprechen Frieden. Also so eine Militanz für den Frieden, dass man sogar bereit ist, die eigenen Waffen zu verbrennen für eben die Möglichkeit auf eine Befriedung eines Konflikts. Ja. Und es ist oft, als Journalist finde ich die Frage oft schwierig, sozusagen in die Zukunft zu prognostizieren, weil es ist so. Als Wissenschaftlerin auch. Kann man wahrscheinlich, ist so die niedrigste Form der Analyse, Ja. aber gibt es da irgendeine Art von realer Hoffnung, dass das sozusagen, dass dieses Angebot angenommen wird? Also wenn man es jetzt als Angebot fasst, weil es ist ja, ich meine, die Angriffe auf Rojava gehen ja weiter seitens der Türkei zum Beispiel. Es ist jetzt nicht so, als würde man da auf einmal. Oder? Oder sieht man da. Absolut. Ja. Ich glaube, was man immer unterstreichen muss und was ich wirklich immer versuche zu unterstreichen, was wir gerade beobachten, ist auf der staatlichen Seite, auf der türkischen Akteursseite nicht wertegeleitet. Es handelt sich um strategische, geopolitische Erwägungen, die der türkische Staat gerade tätigt. Auch weil die türkische Hegemonialstellung quasi eine existenzielle Bedrohung gerade verspürt im Nahen Osten. Also mit Israel, mit Syrien, mit neuordnenden Regionen und Staaten und auch der Möglichkeit, dass Grenzen wieder verschoben werden können. Also in so einer Zeit leben wir, hat sich die Türkei quasi gezwungen gefühlt, auch an den Tisch wieder mit den Kurden sich hinzusetzen und darüber nachzudenken, wie durch Allianzen quasi die Hegemonialherrschaft der Türkei aufrechterhalten werden kann. Die Kurden sind nämlich nicht mehr nur ein Faktor in einem geopolitischen Rahmen, sondern sie sind wirklich Akteure geworden. Also sie sitzen heute mit am Verhandlungstisch, wenn es darum geht, wie soll ein neues Syrien aussehen oder in welcher Form kann die Türkei noch Einfluss nehmen auf gewisse Regionen. Also ich habe zum Beispiel diesen Blättertext, ist ja oft so, dass man dann gebunden ist an redaktionelle Entscheidungen und ich schätze auch die Redaktion sehr, möchte ich hier auch betonen, aber ich hatte beim ersten Entwurf stand bei mir im Titel zum strategischen Frieden, also so ein bisschen angelehnt an das Kantische zum ewigen Frieden. Okay, und dass ich auch sehe, dass dieser strategische Wendepunkt für beide Akteure gerade auch genutzt wird. Also die Kurden möchten mit am Tisch sitzen. Sie wissen ganz genau, dass die Türkei gerade diesen Frieden benötigt. Und ein sehr guter Journalist aus Paris, Fehim Taştekin, der hat es damals irgendwie als Armdrücken bezeichnet. Also da wird gerade so ein bisschen auf beiden Seiten versucht, so viel wie möglich quasi für die eigenen Interessen zu gewinnen. Aber es ist keine wertegeleitete Friedenspolitik des türkischen Staates. Verstehe. Und wie schätzt du jetzt die Rolle Syriens ein? Ich meine, die Regierung ist verhältnismäßig jetzt im historischen Kontext nicht ganz mehr so jung, aber verhältnismäßig jung. HTS und Al-Shara sind jetzt auch dieses Jahr nicht unter anderem deshalb in den Medien gewesen, weil sie gegen drusische Minderheiten vorgegangen sind in Sueda. Ja. Und ich meine, also hast du da das Gefühl, es gibt irgendwelche Garantien gegen die kurdische Minderheit in Syrien? Ich glaube, diese Garantien gibt es nicht, um ehrlich zu sein. Aber die Garantien werden versucht, über so internationale Akteure wie die USA, aber auch NATO-Staaten wie die Türkei quasi, dass diese Garantien ausgehandelt werden gerade. Es steht viel auf diesem Verhandlungstisch, Fragen wie,
was passiert mit der Okkupation in Afrin, die ja seit 2018, diese Region, diese Stadt, die seit 2018 von der Türkei regiert wird, aber eine nordsyrische Stadt ist, eine kurdische Stadt ist. Was passiert mit den Menschen, die dort zwangsvertrieben wurden? Dürfen sie zurückkehren? Ja. Wird Kurdisch wieder im Curriculum erlaubt werden und so weiter? Also wir Als Sprache. Als Sprache tatsächlich. Also wir haben es hier nicht nur mit quasi einem Kräftemessen zu tun, wie ich das gerade beschrieben habe, sondern auch mit kolonialen Fragen. Also wie wird ein neues Syrien aussehen? Wird diese Kolonialität, die eingeschrieben ist in dieser Region, im Leben der Kurden, wird das aufgehoben werden? Und ich glaube, diese Garantien kann keiner dieser Staaten, also diese Garantie können diese Staaten nicht irgendwie geben, weil sie selber ein koloniales Interesse haben in Kurdistan. Was aber schon der Fall ist, ist, dass man durch eben diese geopolitische Lage, die SDF kontrolliert 40% des Landes. Es ist eine multiethnische, konföderale... SDF, die syrische... Syrian Democratic Forces, genau. Und die werden angeführt quasi von kurdischen Einheiten der YPG. Also das angeführt ist vielleicht ein bisschen zu verkürzt, aber es ist quasi die Gruppe, die das kurdische Verwaltungsmodell vertritt, was ihren Ursprung und irgendwie ihre Rückbesinnung hat auf die kurdische Freiheitsbewegung. Ja, du hast jetzt die kurdische Befreiungsbewegung schon erwähnt und auch den kolonialen Kontext, aus dem sie entsteht und dem sie gewissermaßen auch sich gegenübergestellt sieht. Was ich total spannend finde daran oder was ich glaube, was auch zum Grad die politische Linke mobilisiert und inspiriert und beeinflusst mit Blick auf Kurdistan, ist ja das Modell der Selbstverwaltung und dieses autonome, konföderativ-demokratische Modell von quasi Nichtstaatlichkeit eigentlich. Und ich frage mich, ob das einmal frage ich mich, was ist das eigentlich genau? Weil es ist ja definiert durch verschiedene Arten des Zusammenlebens, die auf eine Art wirklich einzigartig sind. Und auf der anderen Seite frage ich mich sozusagen, ist das, glaubst du sozusagen mit das, was diese Staaten, ich will es jetzt ein bisschen pauschalisierend, aber Türkei, Syrien, Irak, Iran, ist das auch eine Gefahr oder ist das, was diese Staaten vielleicht auch so sozusagen so sehr verunsichert mit Blick auf die kurdische Bewegung? Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass das mit eine Ursache, warum die Staaten verunsichert sind, weil es eben auch ein bisschen aus der Reihe tanzt mit bekannten antikolonialen Kämpfen, sage ich jetzt mal. Auch die PKK, als sie sich gegründet hat, hatte sie die Vorstellung, dass ein antikolonialer Kampf nur durch die Errichtung eines eigenen, souveränen kurdischen Nationalstaates möglich sei. Und innerhalb dieser Bewegung, also innerhalb der PKK und ihrer quasi anderen Organisationen, die daraus entstanden sind, die dieser Ideologie quasi nachgehen, hat sich dann in den 90er Jahren schon irgendwie abgezeichnet, dass man den antikolonialen Widerstand anders definieren möchte. Okay. Und zwar gesellschaftlich. Dass man sagt, ja, wo sind eigentlich innerhalb unserer Gesellschaft in Beziehungen zueinander die Machtverhältnisse, die wir zu demaskieren haben und die wir zu verändern haben. Das war der ideologische Gedankenprozess und dieses Learning der 90er Jahre, so eine Art Selbstreflexion, wo haben wir Fehler gemacht, kreieren wir quasi die Situation kreieren wir quasi diese Unrechtssituation, die Staaten auf Minderheiten und auf die Bevölkerung ausüben, nochmal neu, wenn wir unseren eigenen Staat gründen. Dann hätten wir ja auch eine Mehrheitsgesellschaft, eine Dominanzgesellschaft, Minderheiten und so weiter und so fort. Und in diesem ideologischen Gedankenprozess, sage ich jetzt mal, der Entwicklungsprozess, hat sich dann eben was du beschrieben hast mit die demokratische Autonomie, so wird es bezeichnet, oder der demokratische Konföderalismus entwickelt als ein Konzept der kurdischen Freiheitsbewegung, die gesagt haben, wir möchten in der Gesellschaft in der kleinsten Einheit beginnen und die Frage nach der ersten Kolonie nochmal neu stellen. Okay. Und in diesen ideologischen Schriften wird relativ schnell klar, dass die PKK sagt, die erste Kolonie ist die Frau in der Gesellschaft. Okay. Plötzlich ist es also kein ethnonationales Konstrukt mehr, sondern ein sehr gesellschaftspolitisches Konstrukt. Und wenn man quasi den Ursprung einer Unterdrückungsgeschichte
verlegt, ändern sich natürlich auch die Repertoires des Widerstands, ne? Und auch die Ausführungen, wie man Antikolonialität versteht. Und das ist, glaube ich, das, was die PKK und auch die kurdische Bewegung sehr, ja, ich sag mal, so ein Alleinstellungsmerkmal hat in den Bewegungen im Nahen Osten, dass sie eben diesen Kampf in die Gesellschaft verlegen und gar nicht so sehr den Staat zentrieren, also die Überwindung des Staates oder die Kreierung eines neuen Staates oder so, sondern der Staat ist einfach ein Fakt, der existiert und der aber irrelevant werden soll in der politischen Praxis. Das ist quasi so das Ideologische, was sie vertreten. Würdest du sagen, ist das auch der Grund, warum es eine genuin feministische Bewegung ist, weil sie sozusagen die Frau an den Anfang setzt in dieser Analyse? Ja, okay. Ja, absolut. Man hat ja diese Bilder im Kopf von quasi kurdischen Kämpferinnen, die auch auf eine Art weiß ich nicht, ich will jetzt nicht zu pauschalisieren, aber es ist auch auf eine Art einzigartig sind, wenn man sich jetzt antikoloniale Befreiungsbewegungen anguckt. Mir fallen jetzt nicht viele andere Beispiele ein. Das Spannende ist tatsächlich, natürlich gibt es antikoloniale oder revolutionäre Bewegungen, die auch wichtige Frauenpersönlichkeiten hatten und auch Frauen an erster Front waren oder auch so Symbolkraft hatten. Aber bei der kurdischen Bewegung ist es etwas anders. Ich habe viele Interviews geführt mit Menschen, die aktiv sind oder mal aktiv waren und auch in den ersten Jahren quasi in dieser Formation in den 90er Jahren Erinnerungen haben, wie damals die Aushandlungsprozesse waren. Und es ist immer schon das Narrativ und die Erzählung gewesen, dass die Frauen innerhalb der Bewegung sich erstmal gegen ihre männlichen Genossen quasi erheben mussten, sich bestärken mussten und sich autonomisieren mussten. Und das ist natürlich etwas super Spannendes. Hamid Bozarslan, der Historiker, spricht zum Beispiel von der Autonomisierung der kurdischen Bewegung im Prozess der Abkapselung, als die kurdischen Studierenden gesagt haben, wir haben einen eigenen kolonialen, also eine eigene koloniale Wirklichkeit, die wir überwinden möchten. Wir können nicht nur mit unseren linken Genossen, mit unseren türkischen linken Genossen gemeinsame Sachen machen, wir müssen das Kurdische auch definieren. Diese Autonomisierung hat man auch innerhalb der Bewegung gehabt. Die Autonomisierung der Fraueneinheiten, die Frauen, die gesagt haben, eine Frau, mit der ich gesprochen habe, hat gesagt, also ich dachte damals, ich würde quasi in eine gleichberechtigte Organisation kommen und irgendwie waren wir Frauen immer für das Backen des Brotes zuständig. Also wirklich, um so ganz banale Beispiele zu nennen vielleicht. Und ich habe immer gescherzt, hat sie gesagt, wenn wir dann ein freies Kurdistan haben, kann ich wenigstens als Bäckerin arbeiten. Und sie hatte sich aber angeschlossen zu einem bewaffneten Widerstand und war plötzlich wieder in dieser geschlechterdeterminierenden Rolle der Care-Arbeit und so weiter. Und diese Frauen, die das alles reflektiert haben, haben sich eben autonomisiert in diesem Prozess. Verstehe. Und haben ihre eigenen Einheiten ausgerufen. Und wann war das, welcher historische Zeitpunkt war das? 90er Jahre. 90er Jahre, okay. Genau. Und das ist auch der Übergang quasi 93 sagt zum Beispiel Öcalan in einer Presseerklärung, die sehr ähnlich ist wie jetzt die aktuelle Presseerklärung, dass man nicht mehr irgendwie einen eigenen Nationalstaat anstrebt, sondern eben eine demokratische Republik mit aufbauen möchte in der Türkei. Und das ist ungefähr auch die Phase, wo innerhalb der Bewegung, innerhalb dieser Organisation diese Machtverhältnisse nochmal neu sortiert werden zwischen Männern, Frauen und genau. Und noch so ein bisschen ein Sprung nach Syrien und nach Rojava. Ich meine, du hast ja gesagt, du möchtest das nicht so sehr pauschalisieren mit den Bildern der Frauen, die kämpfen. Und ich muss auch sagen, das ist immer so eine feine Linie zwischen Orientalisierung und irgendwie, also eine gerechtfertigte, sage ich jetzt mal auch, Hervorhebung der Frauen. Ja. Weil natürlich auch Marie Claire und Vogue und diese ganzen Zeitungen in der Zeit auch so eine Art Exotisierung mit den Frauen betrieben haben. Also die kurdische auch Verklärung Frau, auch eine Verklärung und auch so eine Entpolitisierung. Denn oder oft wird zum Beispiel die Frau an der Waffe in Rojava verglichen mit Fragen der Militarisierung im Westen. Also sollen Frauen jetzt auch eine Wehrpflicht soll denen auch jetzt eine Wehrpflicht zustehen, quasi, in so einem verklärten feministischen Verständnis. Das Interessante war aber, dass gerade 2013 und 2012 gerade mit diesem
vor dem Hintergrund, dass der IS eingegriffen hat und der IS eine sehr klare frauenfeindliche Position vertritt und mehrere feindliche, menschenverachtende Positionen vertritt. Ja. Also das die Liste ist lang. Genau, dass da die kurdischen Frauen zur Waffe gegriffen haben in der Bevölkerung. Das waren ja nicht nur einfach ausgebildete Guerillakämpferinnen, das waren ja tatsächlich Mütter, junge Frauen, die dann gesagt haben, wir möchten uns auch verteidigen gegen diese Banden des IS. Das war nicht nur eine physische Verteidigung, Selbstverteidigung. Ich habe das damals so interpretiert, dass ich gedacht habe, da wird gerade in einem Vakuum, politischem Vakuum, weil die Assad-Truppen waren damals zurückgezogen. Ja. Die kurdischen Akteure hatten halt irgendwie de facto Selbstverwaltungsautonomie. Und in diesem politischen Vakuum haben Frauen gesagt, wenn wir quasi mitkämpfen für einen neuen Gesellschaftsvertrag, dann haben wir mehr Mitspracherecht. Es war nicht nur ein Schutz des eigenen Körpers, also eine Selbstverteidigung, sondern auch so dieser Anspruch, in einem Post-IS-Syrien möchten wir mitsprechen. Und das tun sie jetzt. Okay. Ja. Also Al-Shara, um das jetzt direkt auch wieder auf das aktuell Politische quasi zu ziehen, muss sich jetzt mit den feministischen Frauen der Rojava-Verwaltung treffen. Kann die nicht übergehen. Ja. Kann die nicht ignorieren. Versucht er, indem er auch denen die Hand nicht gibt. Aber also er kommt nicht drum herum. Wird das gesehen, meinst du? Ich meine, ich erinnere mich an so sehr spektakuläre so Weißberichte, wo Leute, also diese Bilder von kurdischen Kämpferinnen gegenüber dem IS, das war schon meinem Eindruck nach damals sehr, sehr präsent in der Berichterstattung. Aber wird das jetzt gesehen, dieser Erfolg auch dieser Bewegung, der bis heute nachwirkt, glaubst du? Also meinst du im Westen? Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der wunde Punkt. Also der wird immer dann gesehen, wenn er auch westlichen Interessen dient. Und ich glaube, gerade jetzt wird er eben nicht gesehen. Also wenn jetzt in der UN oder mit ganz vielen verschiedenen Regierungsvertretern Al-Shara einfach empfangen wird, frage ich mich schon irgendwie, wo ist der Westen, der 2015 gesagt hat, Kobane muss man verteidigen, die Frauenrevolution und so weiter. Oder vor ein paar Jahren im Iran. Diese Jinjian Azadi-Bewegung ist Absolut, ja auch genauso zurückzuführen. Und jetzt geht auf den kurdischen Freiheitsruf auch zurück. Ja, ganz genau. Jinjian Azadi, Frau, Leben, Freiheit, der geprägt ist von der PKK und dann eben auch die Möglichkeit hatte, über Grenzen hinweg auf andere Unrechtskontexte übertragen zu werden. Wie kommt das, dass sozusagen auch innerhalb von einer, also ich meine, Jinjian Azadi ist so ein Beispiel dafür, wie teilweise eine Bewegung, die wie du sagst, ja auch revolutionär ist, die so stark entpolitisiert wird und also aus dem westlichen Blick heraus. Ich meine, kommodifiziert wird teilweise. Ja, also woher kommt das, dass das sozusagen, ist das ein Muster, was du öfter siehst, wenn es um Kurdistan geht, oder? Ja, schon, weil das sehr schnell zur Projektionsfläche wird. Also die kurdische Bewegung ist im Ursprung und bis heute eine sozialistische Bewegung. Noch vor einem Jahr hat also dieser Friedensprozess ist jetzt genau ein Jahr alt, sagt man. Obwohl man sich fragt, wo war er dieses ganze Jahr lang. Aber man erinnert sich dann nicht an den Ursprung. Aber ja, in der Türkei wurde jetzt ein Jahr Friedensprozess debattiert in den Sendungen. Aber damals hat Öcalan vor einem Jahr ungefähr vom demokratischen Sozialismus gesprochen. Also dieser sozialistische Gedanke ist schon immer eingeschrieben gewesen und der ist bis heute drin. Okay. Und trotzdem, also aufgrund des sozialistischen Grundverständnisses in der kurdischen Bewegung haben wir eben feministische Repertoires, Ideologien, Ansätze. Wir haben ein säkuläres Verständnis von Religion. Die Bewegung spricht von demokratischen Religionsgruppen, also dass man quasi Religion nicht verneint. Und also wirklich ein sehr säkulares Verständnis, so wie wir es eigentlich auch kennen. Und das führt aber ganz schnell dazu, dass im Westen da so eine Art westliche Lesung rein interpretiert wird.
Das ist quasi, dass man sagt, das sind unsere Verbündeten, weil sie westliche Werte vertreten. Wir sind ja auch gegen den radikalen Islam und diese Extremisten, ich meine jetzt sehr überspitzt. Genau, aber, oder wir sind auch gegen Frauenfeinde oder wir möchten auch die Frauenrechte in Afghanistan, die Frauen und all diese Narrative, die gehen ja Hand in Hand. Und ich fand das schon immer fatal, dass man quasi aus einer sehr westlichen Perspektive heraus gesagt hat, das, was die Kurden dort machen, dieser Mythos der westlichen Werte, das sind unsere Verbündeten, weil sie eben unsere Werte vertreten. Aber das, was die Kurden dort vertreten, das sind ihre Werte. Das ist einfach ein Mangel an ernsthafter Auseinandersetzung mit den Zielen dieser Bewegung. Natürlich. Allein schon des Feminismusverständnisses. Im Feminismusverständnis sehen wir in westlichen Ländern, wie es in Deutschland, wenn man schutzbedürftig ist als Frau, kommt man in ein Frauenhaus, im Idealfall, sogenanntes Frauenhaus, und soll dann eben geschützt werden von einem Täter. Also die Unsichtbarmachung der Frau ist quasi ihr Schutz. Ja. Und in Rojava ist es anders, im kurdischen Verständnis. Da, wo die Frau sichtbar ist, da ist sie geschützt. Also die Frau soll überall sichtbar sein. Die Frau soll nicht irgendwie versteckt werden und irgendwie geschützt werden vom Täter. Die Täter sind die man quasi dann versucht fernzuhalten. Verstehe. Nicht die Frau. Die Frau soll am Leben teilnehmen, sie soll weiterhin sichtbar sein, sie soll sogar politische Ämter bekleiden und eben so ihre Selbstverteidigung aufrechterhalten. Und das ist schon ein anderes Feminismusverständnis. Aber wir haben dann gerade in der Zinjan Azadi Bewegung gesehen, dass es dann sehr schnell so ein Wir gegen den Nahen Osten, wir Westen und unsere Verbündeten, die Frauen, die eben für westliche Werte einstehen. Nee, sie stehen für sich selbst ein, sie stehen für ihre eigenen Werte ein, die historisch verankert sind in ihrer eigenen Biografie und in ihrer eigenen Geografie. Ja. Und ich glaube, da ist ganz viel Pinkwashing drin, da ist ganz viel Femonationalism mit drin natürlich. Femonationalism meinst du eine quasi Vereinnahmung auch von Feminismus für nationalistisches Denken? Also quasi die Schnittstelle zwischen imperialem Handeln und dem Versprechen von, wir bringen Feminismus in den Nahen Osten. Ja. Ich will ganz kurz, mir ist nur gerade eingefallen, als du das mit den sogenannten Frauenhäusern erwähnt hast, also Vanessa Thompson war auch hier und wir haben über Abolitionismus gesprochen und ein Stück weit auch über die Idee, dass es ja abseits der klassischen Polizei- und Strafverfolgungssystem in Deutschland, aber im Grunde genommen überall, auch alternative Modelle gibt, selbstorganisierte Modelle. Und ich meine, gelesen zu haben, dass in der kurdischen Selbstverwaltung auch sowas versucht worden ist, also abseits des in dem Fall türkischen Staatsapparats und dessen Judikative zu versuchen, so nicht punitive oder andere Formen von quasi selbstorganisierter Strafe oder Gegenmodelle dazu zu entwickeln. Oder Disziplinierung. Disziplinierung, ja, okay. Ja. Strafe ist, glaube ich, auch ein bisschen zugespitzt, aber ja, das gibt es. Ja. Und das ist genau das praktische Beispiel von den Staat irrelevant machen. Und das ist eben nicht nur in Syrien, in Nordsyrien der Fall, wo es eben dieses politische Vakuum und es diese Selbstautonomie gibt, sondern auch in den 2000er Jahren in der Türkei. Die kurdische Bewegung dort, die politische Bewegung, also die quasi in den Municipalities organisiert war und so weiter, die haben eben ihre eigenen Institutionen, Verfahren und so weiter geschaffen, um eben nicht mehr darauf angewiesen zu sein, zur türkischen Polizei gehen zu müssen. Verstehe, weil sie vermutlich auch zur kolonialen Polizei aus ihrer Perspektive. Ja. Also, und das ist natürlich spannend, zu schauen, wie schafft es das ist ja auch eines meiner quasi Conundrums, also die Hauptfrage, die ich mir stelle in meiner wissenschaftlichen Forschung, aber wie schafft es eine Bewegung, die so umgeben ist von Gewalt oder eine Bevölkerungsgruppe, die nicht nur Staatenlosigkeit erlebt oder nicht nur Gewalt von Seiten eines Staates erlebt, sondern es sind einfach zu viele Staaten in Kurdistan, wenn man sich mal die Perspektive, wenn man einmal die Perspektive wechselt, ist ein Problem von zu viel Staatlichkeit eigentlich und nicht zu wenig Staatlichkeit. Wie schafft es eine Bewegung und eine Bevölkerungsgruppe, trotz dieser ganzen Episoden und anhaltenden Gewalt zu überleben, politisch zu überleben, nicht nur physisch?
Und das sind so diese Momente, glaube ich, auf die man dann schauen muss. Also sie haben innovativ, wenn man diesen Begriff benutzen möchte, Innovatives hinbekommen, sich selbst zu organisieren. Sei es in der Türkei, in der Nachbarschaft oder in Syrien auf politischer Ebene, mit Gerichten, die von Frauen verwalten werden und so weiter. Das sind alles, glaube ich, Prozesse dieser Selbstverwaltung im Verständnis von, wir möchten neue Werte schaffen und wir möchten etwas Alternatives entgegensetzen zu dieser massiven Gewalt, die uns von verschiedenen Staaten, 4 Staaten plus die internationale Staatengemeinschaft. Nicht umsonst wird von Kurdistan als internationale Kolonie gesprochen. Ja. Ne? Gut, ich meine, Deutschland liefert Waffen an die Türkei und die Türkei ist nach wie vor bombardiert, Teil der kurdischen Selbstverwaltung. Also wieso ist das in Deutschland kein Thema, glaubst du? Wieso ist das hier wird das nicht größer verhandelt? Oder wieso gibt es nicht mehr diplomatischen Druck, auch seitens der EU, dass diese Repression aufhört? Ja, die sogenannte kurdische Frage, ich sage immer so genannt, weil ich meine, Kurdinnen stellen ja keine Frage dar. Ne? Sie haben Menschenrechte, die ihnen verwehrt werden, Selbstverwaltungsrechte, die sie nicht irgendwie praktizieren können. Ja, das ist immer so, man hat den Nahostkonflikt, die kurdische Frage. Deshalb, ich bin es auch ein bisschen leid, immer Sogenannte dazu zu sagen. Man muss ein bisschen über mich lachen immer, aber weil wir jetzt dieses Format haben, wo ich das auch mal ausführen kann. Ich meine, eigentlich ist es ein falscher Begriff, aber wir operationalisieren einfach jetzt damit. Und genau, diese Frage ist immer verhaftet in einem Terrornarrativ, in einem sicherheitspolitischen Denken, in allen Staaten, aber auch vor allem in Deutschland. In Deutschland leben einfach ganz viele kurdische Menschen, 1,5 Millionen heißt es, aber so richtig klar ist die Zahl auch nicht, weil sie oft auch quasi klassifiziert wurden entlang ihrer Herkunftsländer, also als türkische Migranten oder als syrische und so weiter und so fort. Und hier das Leben in Deutschland zum Beispiel ist auch sehr stark, die deutschen Behörden und der deutsche Staat orientiert sich sehr stark an quasi den Definitionslogiken des türkischen Staates. Also wenn die Türkei sagt, die DEM-Partei, die eine gewählte Partei ist eigentlich eine terroristische Organisation, wird das hier vielleicht ein bisschen hinterfragt, weil das hört sich nicht so ganz rechtens an, weil es ja eine gewählte Partei ist. Aber im Grunde wird diese Kriminalisierung auch in Deutschland weitergeführt. Medienhäuser werden geschlossen in Deutschland. Es sind ganz viele politische Gefangene. Kurdische Medienhäuser in Deutschland werden geschlossen. Das wusste ich gar nicht. Ja. Werden in Beschlag genommen. Es gibt eine sehr lange Geschichte der Kriminalisierung in Deutschland, wo alles, was ein bisschen kurdisch ist, was nicht so richtig gemonitort werden kann, wie gesagt, Medienhäuser, Zeitschriften, Zeitungen, Satellitenfernsehen in Belgien zum Beispiel oder Musik, Archive, dass sogar eine Sprache kriminalisiert wurde. All das wurde hier fortgeführt. Weil man quasi die Wahrheit, man hat die Wahrheit in der Türkei einfach angenommen. Und die Türkei hat quasi der Welt zu glauben gegeben, die Kurden existieren nicht. Ja, das hat dann doch sehr starke Anklänge an das, was wir immer wieder aus Palästina hören. Nicht nur in der Hinsicht auf die Anerkennung oder Nicht-Anerkennung von nationaler oder kultureller Identität, sondern auch mit Blick auf sozusagen, was gilt als Terror, was gilt als legitime Form von Widerstand XY. Ich würde dich ganz kurz mal zitieren. Darf ich mal? Ja, natürlich. Von deinem Text. Mein Gott, was habe ich gesagt? Nein, das ist im positiven Sinne. Du schreibst in diesem Blättertext, das Friedensversprechen des türkischen Staates zielt darauf, Kurdinnen in bestehende nationale Konstrukte zu integrieren, ohne ihre Rechte auf Selbstbestimmung anzuerkennen oder die Geschichte staatlicher Unterdrückung aufzuarbeiten. Also ein bisschen auch mit Anklang an das, was du jetzt schon eben ausgeführt hast. Mich würde so ein bisschen interessieren, was würde diese Anerkennung bedeuten? Es geht ja um Geschichte auch. Also was würde das benötigen und wie würde das konkret aussehen? Ja. Also auch im Jetzt. Ja, also ich habe viel darüber nachgedacht, warum jetzt, also es ist ein bisschen perfide, wir sprechen über Frieden in einer Zeit, wo es nirgendwo Frieden gibt. Ne? Irgendwie ist es
gleichzeitig irgendwie etwas sehr, wie soll ich sagen, etwas, was uns irgendwie so ein Versprechen gibt, vielleicht könnte es besser werden in einer Zeit, in einer nächsten Zeit. Aber die Akteure, die irgendwie viel vom Frieden sprechen, sind die Kriegstreiber gerade, die aktiven Kriegstreiber, die Türkei oder andere Staaten. Und deshalb habe ich halt viel über diesen Begriff Frieden nachgedacht und wie der im türkischen Diskurs gerade verwendet wird. Zum Beispiel von ultranationalistischen Parteien wie die MHP oder von Erdogan selbst. Und eigentlich geht es nie um eine Versöhnung. Und es geht nie um eine Selbstreflexion oder eine Aufarbeitung der Gewaltgeschichte in der Türkei. Es ist nie eine türkische Frage. Okay. Weil eigentlich, wenn wir korrekt sein möchten, wir sprechen von der kurdischen Frage, das ist ja immer eine nationalstaatliche Frage gewesen, also eine Frage des Nationalismus ist in der Türkei, warum wir von Entrechtung der Kurden, warum wir heute von eben diesen Prozessen sprechen, diesen Gewaltprozessen. Und ich denke, was die Türkei gerade verspricht, unter dem Deckmantel vom Frieden, ist ein neuer Assimilierungsprozess. Und zwar nicht wie in den 80er oder in den fast 100 Jahren Republik über die Leugnung einer Existenz, sondern jetzt wird quasi anerkannt, dass es Kurden gibt. Das können sie nicht mehr leugnen. Das wäre auch sehr schizophren, das jetzt heute noch zu leugnen. Oder das wäre nicht so in Ordnung, das heute noch zu leugnen. Genau. Und was sie jetzt aber betreiben, ist also mit der Anerkennung einer Assimilierung. Das heißt, ein Integrationsprozess. Sie sprechen sogar von Integration, also sie sprechen von Integration, einer demokratischen Integration. Und es ist kein Friedensversprechen im Sinne von Versöhnungskommissionen zu gründen, über die Verschollenen in Haft nachzudenken, wie den Familien geholfen werden kann, wie quasi ein gesellschaftlicher Aussöhnungsprozess, welche gerichtlichen Verfahren es dafür geben muss. Wer wird angeklagt? Welche Täter gibt es, die vielleicht noch quasi Immunität genießen? Warum werden politische Gefangene wie Selahattin Demirtas, Osman Kavala nicht entlassen aus den Gefängnissen? All diese sehr konkreten quasi Forderungen oder muttersprachlicher Unterricht, also erstsprachlicher Unterricht in der Türkei, in kurdischer Sprache, das alles ist noch kein Grundrecht. Und was sie aber immer wieder irgendwie betonen, ist die türkisch-kurdische Verbrüderung. Oder der MHP-Chef hat jetzt tatsächlich auch über Alevitinnen gesprochen und hat gesagt, er hat sie anerkannt und gesagt, sie sind ja Teil eines großen Islams. So. Also wieder so eine Art Assimilierung, eine Integration in bestehende Konstrukte des Türkischen, des Muslimischen, des im Nahen Ostens, des Arabischen, des Persischen, damit man bloß nicht eine eigene kurdische Subjektivität noch schafft am Ende dieses Friedensprozesses. Okay. Das heißt, in deinen Augen müsste man wegkommen von so einem starren Integrationsdenken und eher sozusagen erweitern, den Blick erweitern. Und die Anerkennung würde bedeuten, sozusagen wirklich die kurdische Identität in ihrer Komplexität zu sehen. Identität in ihrer Komplexität zu sehen, aber auch das Menschenrecht auf Selbstverwaltung. Ja. Bis heute werden gewählte BürgermeisterInnen in kurdischen Städten abgesetzt. Gibt es denn sowas wie ein Menschenrecht auf Selbstverwaltung? Also abseits von Staaten? Wir sollten das immer mehr einfordern. Ja. Du hast schon recht. Ich glaube, es ist sehr stark gekoppelt eben an so ein staatliches Denken. Und ich wollte jetzt auch nicht so sagen, Integration ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber Frieden, also was verstehen die Akteure unter Frieden? Der türkische Staat versteht eben so einen neuen Nationenbegriff, der aber nicht abweicht von einer Dominanz des Türkischseins, des Türkentums. Nicht mehr vielleicht über Blut und Ethnie definiert, weil, wie gesagt, kann man nicht leugnen, dass es auch Kurden gibt aktuell, aber schon über so eine Art Loyalität zum türkischen Staat. Der Staat, der aber auch anerkennt, dass es auch Aleviten gibt und Kurden gibt, aber sie sind ja irgendwie Teil eines Türkentums und sie sind ja Teil eines Islams zum Beispiel. Okay. Das meine ich mit Integration in dieser neuen Assimilationsphase, in der wir gerade sind. Ja. Und das ist sehr gefährlich. Ich denke, ich habe das, glaube ich, in dem Beitrag als neue Kolonialität bezeichnet. Genau. Und diese Idee, dass irgendwie Selbstverwaltung eigentlich beim Subjekt selbst liegt und dass es beim Individuum und bei seinen politischen Repräsentanten
Diktanten liegen sollte, ist etwas, was bislang noch nicht abgekoppelt ist von so einem staatlichen Verständnis. Und ich denke, es sollte ein Menschenrecht auf Selbstbestimmung geben. Okay. Also das wäre, glaube ich, nochmal eine eigene Folge, aber das ist eine sehr interessante Frage. Glaubst du denn, dass sozusagen ich meine, wir reden jetzt viel über sozusagen die Anerkennung die potenzielle Anerkennung der Selbstverwaltung oder auch der kurdischen Minderheit in den Staaten, in denen sie existieren, aber glaubst du, dass das alles sozusagen funktioniert ohne die Anerkennung? Also im sogenannten Nahen Osten oder Mittleren Osten ist meine Vergleichsfolie natürlich immer sozusagen Palästina und Israel und ich glaube, da ist sozusagen von einer wirklichen Anerkennung zu sprechen, ohne die historische Anerkennung durchzumachen, ohne die Nakba auch zu sehen als quasi Urtrauma, auf das für die palästinensische Bevölkerung viel zurückgeht, stelle ich mir sehr schwierig vor. Ich frage mich ein bisschen, ob das im kurdischen Exempel ähnlich ist. Also weil es geht ja ganz viel um sozusagen die koloniale Neuaufteilung der gesamten Region und die Unterdrückung geht ja viel weiter zurück als jetzt nur die letzten 30 Jahre oder 40 Jahre seit die kurdische Bewegung sich so in der Form organisiert hat. Also glaubst du, dass wie wichtig ist diese Anerkennung auch der historischen Ebene für dich? Absolut wichtig. Ich glaube, das, was diese kolonialen Verhältnisse so gewaltvoll macht, ist ja im Umkehrschluss die Aberkennung. Die Aberkennung von einer eigenen Wahrheit, das eigene Archiv, also die eigenen Erinnerungen, die eigenen Bezugsräume, die werden komplett aberkannt und die werden auch quasi zerstört, einfach auch physisch zerstört. Das haben wir auch in Kurdistan. Ja. Es hat eine symbolische Kraft im Sinne der Art und Weise, wie Gewalt erlebt wird, wenn zum Beispiel in Afrin Olivenbäume gefällt werden von türkischen Besatzern. Oder Proxys, die für die Türkei dieses Land dort besetzen. Weil es ja irgendwie einhergeht mit der Idee, dass man quasi in dieser Geografie irgendwie jegliche Form, jegliche Spuren einer historischen Existenz irgendwie von Kurdinnen in dem Fall versucht abzuerkennen, unsichtbar zu machen und sogar halt so aufzulösen. Und ich glaube, jegliche Versöhnung oder jeglicher Frieden muss eben auch da ansetzen. Die Wahrheiten der Unterdrückten müssen Gehör finden und sie müssen Teil einer Aufklärung und eines Aufarbeitens sein im Postkonflikt. Wobei Postkonflikt finde ich sowieso auch ein schwieriger Begriff. Ich glaube, wir werden immer in einem Konflikt sein. Also Konflikt ist, glaube ich, etwas, was gar nicht so ein Post und Prä hat. Es hat nur verschiedene Intensitäten vielleicht und Konstellationen. Aber wenn es zu einem Frieden kommen sollte in Kurdistan, muss es auch einhergehen eben mit einer historischen Aufarbeitung, dass Kurdinnen auch von einem Kurdistan sprechen können, ohne dass die Türkei sofort in Panik versetzt wird, dass die nationale Integrität der Türken quasi in Gefahr ist, zum Beispiel. Als ein Beispiel. Ja, gut, ich meine, wir sehen das auch mit dem Völkermord an Armenierinnen, dass es sozusagen in der Türkei einen sehr großen Widerstand gibt, nach wie vor, obwohl es über 100 Jahre her ist, sozusagen die Anerkennung zu leisten. Ja. Genau. Ja. Mich würde, das ist auch wiederum ein Thema, was mich umtreibt auf eine Art, aber ich finde auch aus einer linken Perspektive viel zu wenig eigentlich besprochen wird. Das ist jetzt wir haben 2 Jahre jetzt Proteste gesehen gegen die Zerstörung von Gaza, arguably den Genozid, der in Gaza stattgefunden hat. Also es hat 100.000 Menschen mobilisiert, überall. Und man hört von rechts so oft dieses Argument, ja, guck dir diese Leute an, gegen Israel gehen sie alle auf die Straße, aber Sudan interessiert sie nicht. Und Kurdistan wird auch manchmal genannt in der Reihenfolge sozusagen, interessiert sie auch nicht. Das ist natürlich ein Stück weit so ein einfacher Whataboutism. Aber manchmal frage ich mich, ob wir es sozusagen, also ich spreche wieder ein bisschen pauschalisierend, wir uns als Linke das jetzt sozusagen zu leicht machen, indem wir das so also ich glaube, die Motivation dieses Arguments, wenn es von rechts formuliert wird, ist relativ offensichtlich, aber gleichzeitig stimmt es ja, dass eine internationalistische Bewegung teilweise bestimmte Konflikte sozusagen einfach ausblendet und andere viel mehr sieht. Hattest du das Gefühl, dass Kurdistan in den letzten 2 Jahren eine größere Rolle gespielt hat, oder hättest du dir gewünscht, dass es eine größere Rolle spielt, oder wie guckst du auf die Art von Diskussion? Also wenn die Kritik von rechts kommt, kann man sie natürlich erstmal
sich anhören, aber damit würde ich mich gar nicht so sehr beschäftigen, sondern die Kritik kommt ja auch aus der linken Ecke. Also viele solidarische Menschen mit unterdrückten Völkern, darunter auch viele Palästina-solidarische Menschen, haben, finde ich, auch zu Recht gesagt, dass, also wie gesagt, Palästina-solidarische Menschen, ne, haben zu Recht aber auch angemerkt, dass es zum Beispiel in Kurdistan gar nicht dieses Verständnis gibt, dass viele Gewaltgeschichten halt auch verwoben sind miteinander. Was meine ich damit? Also ganz konkretes Beispiel. Als 2018 das türkische Militär in Afrin einmarschiert ist und von oben bombardiert hat und mit Proxys quasi gearbeitet hat, wurden die jesidischen, kurdischen Häuser entleert, Leute wurden zwangsvertrieben und so weiter. Und an ihrer Stelle hat Erdogan arabische Geflüchtete angesiedelt. Und in seiner Begründung hat er sogar gesagt, dass das Arabische besser passen würde zu der Geografie. Muss man sich erstmal so durch den Kopf gehen lassen, was es bedeutet. Und da gab es keinen Aufschrei von anderen Gruppen, von Linken und so weiter. Also ich meine, über die Hierarchien, die man so in allen Machtverhältnissen hat, sind eben nicht nur Westen und der Nahe Osten, sondern halt auch innerhalb des Nahen Ostens oder des Mittleren Ostens haben wir eben verschiedene Akteure und verschiedene Gruppen, die je nach Konstellation halt auch Täter und Opfer werden können. Und ich glaube, diese, ich sag mal, Sensibilität zu haben aus einer internationalistischen und linken Perspektive ist eigentlich das A und O unserer Zeit. Wir müssen da einfach viel sensibler darauf reagieren. Wie gesagt, mit der rechten Kritik, das sind andere Interessen, die dann irgendwie dahinter stecken, wenn so etwas formuliert wird. Kann man auch links liegen lassen von mir aus. Das ist nur sozusagen, es war so sehr präsent in der letzten Zeit. Aber schon auch die Frage, so ein ganz einfaches Beispiel, jetzt auch aus der Forschung heraus. Oft wird halt im Palästina-Kontext von Edward Said gesprochen. Und ich habe an der SOAS studiert. Und die SOAS, die wichtige große Uni in London, die so für Cultural History sehr, sehr relevant ist. Genau, und wir haben quasi Orientalism als Bibel gelesen. Das ist so, deutsche Unis könnten sich ein Beispiel nehmen. Ja. Okay. Oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Aber diese Frage ich meine, natürlich prägt das sehr stark mein wissenschaftliches Denken, Orientalismus und auch Edward Said und auch diese ganze Frage des fanonistischen Widerstands. Und Hans Fanon, auch wichtiger kolonialer Denker, also antikolonialer Denker. Genau, antikolonialer Denker Wichtiger Zusatz. Ich glaube, das ist der Unterschied, der feine Unterschied. All diese Denker sind wichtig gewesen, um irgendwie zu verstehen, wie der Imperialismus im Nahen Osten und im Mittleren Osten funktioniert oder in der Welt funktioniert. Je mehr ich mich aber mit der kurdischen Frage beschäftigt habe, habe ich zum Beispiel gesehen, also das war für mich so eine Art, also als junge Rosa war das so ein Aha-Moment und auch so ein sehr frustrierender Moment, zu sehen, dass jemand wie Edward Said, der ja so eine kritische Haltung hat, dem Westen gegenüber oder dem Empire gegenüber, dass er zum Beispiel hinterfragt hat, ob das Massaker, der Genozid in Halebje überhaupt stattgefunden hat. Und, Kannst du noch mal kurz erklären, wo das Genau, Saddam Hussein. Unter Saddam Hussein gab es diese Anfalloperation von verschiedenen irgendwie Sequenzen von quasi Massakern, die er durchgeführt hat. Und ganz groß mit chemischen Waffen in Halebje, in der kurdischen Stadt. Und da sind tausende Menschen innerhalb von Sekunden gestorben. Und es ist mitunter irgendwie quasi im kollektiven Gedächtnis für alle Kurden in der Region ist es so ein Ankerpunkt, wo man irgendwie auch sagt, das ist unsere Gewaltgeschichte, sage ich jetzt mal. Und Edward Said hat das hinterfragt und relativiert. Das könnte ja auch irgendwie eine Antipropaganda des Irans gewesen sein, hieß es und so weiter und so fort. Also dieser sehr dominante arabische Nationalismus oder diese Hegemonie von arabischen, sage ich jetzt mal, arabischen Erzählungen des Nahen Ostens hat dazu geführt, dass eben noch anderes Unrecht
irgendwie geschehen ist, aber was kein Gehör gefunden hat. Und ich glaube, das sind eben so diese Dynamiken, die dann aus linker Perspektive halt irgendwie aufstoßen. Ne? Wenn man dann sagt, ja, aber wir möchten Palästina solidarisch sein zum Beispiel, aber warum wird unser Leid relativiert? Oder warum geht man in nicht so internationalistischen, sage ich jetzt mal, sondern eher nationalistischen Gruppierungen davon aus, dass die Kurden irgendwie immer die Verräter sind. Also in Anführungsstrichen Verräter. Dass sie immer irgendwie gemeinsame Sachen mit den Amerikanern machen würden, dass sie die Bodentruppen des Westens sind im Nahen Osten. Das ist ja auch ein Mythos, also quasi eine fast mythische Legende, die immer wieder irgendwie herangeführt wird, wenn es dann um irgendwie darum geht, dass Kurdinnen Solidarität zugesprochen werden soll oder nicht. Ja, und ich glaube, das sind eben diese wirklich sehr komplizierten Verhältnisse. Und wir haben jetzt aktuell in den letzten 2 Jahren gesehen, dass sich 2 Gruppen gebildet haben, gerade in so kurdischen Aktivistinnenkreisen, sage ich jetzt mal. Also einmal die sehr Israel also sich sehr auf die Seite von Israel positioniert haben und dort quasi Verbindungen geschaffen haben zu ihrer eigenen Unterdrückungsgeschichte als Minderheit im Nahen Osten. Und dann gibt es aber auch diejenigen, hauptsächlich auch also Menschen, Kurdinnen, die sehr stark sozialisiert sind mit der kurdischen Freiheitsbewegung, die eben auf Gaza und auf die letzten 2 Jahre aus einer sehr pro-palästinensischen Perspektive geschaut haben und quasi ihre Unterdrückung als Teil einer quasi kolonialen Unterdrückung verschiedener Völker sehen. Und das sind diese 2 Fronten, die wir haben. Und ich glaube, was sich immer abzeichnet, und da würde ich gerne die Gelegenheit heute mal nutzen, das zu sagen, es sind immer politische Divides. Es geht nie um ethnische Trennlinien. Ich finde, all diese Diskussionen, die wir haben, die sind politisch verortet. Es geht nicht darum, dass Kurden per se irgendwo stehen oder Palästinenser oder Israelis und so weiter. Das ist immer eine politische, eine politische Landschaft, die dann verschiedene Fraktionen hervorbringt. Ist es dann, also diesen Divide, den du beschrieben hast, das wäre so noch eine kleine Anschlussfrage gewesen, die ich gehabt hätte, weil es ja schon interessant ist zu sehen, dass es in der kurdischen Community jetzt im weitesten Sinne, ich meine, du sagst, es ist eine politische Frage, keine ethnische Frage, ich glaube, das ist eine wichtige Differenzierung. Aber man sieht es ja schon sozusagen, dass die kurdische Gemeinde in Deutschland ist sehr sozusagen pro-israelisch, stellt sich auch immer wieder auf sozialen Medien in der Form dar. Und ist das was auf eine Art Deutschland spezifisch ist oder siehst du das auch in anderen Kontexten, diese Trennlinie, dass es da quasi verschiedene, so eine sehr quasi binäre irgendwie Auslegung gibt, jetzt mit Blick auf Palästina und Israel? Ich sehe das auch in anderen Kontexten. Es ist nicht nur eine deutschlandspezifische Sache. Würde ja auch Sinn ergeben, wenn du sagst, es ist eine politische Frage, das ist nicht nur in Deutschland so. Ich sehe das auf jeden Fall auch in anderen Kontexten. Vor allem auch zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie die politischen Vertreter in Rojava handeln und agieren und welche Aussagen sie treffen. Okay. Sie haben in ihren ganzen Erklärungen und in ihren ganzen Statements, sage ich jetzt mal, und ihrer politischen Haltung sehr stark sich auf die Seite von Palästina gestellt und auch also aus einer sehr staatsskeptischen und staatskritischen Perspektive. Und das zieht sich auch durch, wie gesagt, in gewissen Kreisen, dass man eben so eine Grundskepsis hat Staaten gegenüber. Gerade in diesen Kreisen. Aber zum Beispiel haben die gleichen Akteure, die so ein Statement veröffentlicht haben, auch gleichzeitig diplomatische Gespräche, Telefonate mit israelischen Ministern geführt. Oder andere Vertreter waren im israelischen Fernsehen, die auch Rojava-Vertreter waren zum Beispiel. Also ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, da immer so schwarz-weiß ein schwarz-weißes Bild zu zeichnen. Okay. Es sind immer verschiedene Erwägungen, die irgendwie an den Tag kommen. Also einmal ist es geopolitisch, es ist einfach Fakt, dass auch Rojava mit Israel
sprechen muss. Gleichzeitig sind es politische Erwägungen. Es ist auch Fakt, dass es ein sozialistisches Modell ist in Rojava und sie halt auch quasi ideologisch auf einer bestimmten Seite stehen, also so ein bestimmtes antikoloniales Verständnis haben, wovon ich gerade gesprochen habe. Und das sind die Widersprüche, die wir aushalten müssen, glaube ich. Und dann ist es natürlich aus so einer sehr, ich sag mal, populistischen Perspektive mal einfach zu sagen, die Kurden sind so und so oder die Gruppe macht das und die Gruppe nicht und so. Ich glaube, die Widersprüche sind viel stärker innerhalb der Gruppen sogar vertreten, als wir meinen wollen. Ja, und ich meine gleichzeitig, wie du sagst oder sagtest vorhin, ist es natürlich auch sehr fragwürdig, also so mit Blick auf Hierarchien von Solidarität, wenn sozusagen so eine Linke dann unkritisch Erdogan feiert, wenn er sich mit Gaza solidarisiert, aber gleichzeitig sozusagen die kurdische Minderheit so kontinuierlich über Jahrzehnte hinweg unterdrückt und teilweise ermordet. Also, Auch, ich meine, da sind ja auch nochmal krassere Bezüge. Etwas, was wenig in linken Kreisen diskutiert und debattiert wurde, ohne dass das das soll jetzt gar nicht so ein vorwurfsvoller Kommentar von mir sein. Ich bin sehr beobachtend, einfach nur. Aber es ist ja auch ein Fakt, dass 2500 ungefähr junge Frauen noch vermisst sind seit 2014, als der IS in Schengal den Genozid an den Jesidinnen begangen hat. Und viele dieser jungen Frauen sind in arabischen Familien verteilt in der ganzen Region. Also die tauchen dann im Libanon auf, sie tauchen auch in Palästina auf und werden daraus gekauft. Also es gibt ein krasses Netzwerk an Aktivisten in Kurdistan, die versuchen, diese jungen Frauen ausfindig zu machen und dann quasi über Vereinbarungen, Lösegeld und so weiter diese jungen Frauen zu befreien. Und das sind jetzt 12 Jahre. Wow. Sind es 12 Jahre? Ja, es sind fast 12 Jahre. Also jetzt 11 Jahre. Dass der Genozid in Schengal passiert ist. Und so, also was ich vorhin gesagt habe, ist wirklich, das meine ich wirklich, also es ist sehr verwoben in dieser Region. Deshalb muss man universalistische Werte vertreten. Wir brauchen, glaube ich, eine neue Debatte über Universalismus, jenseits von ethnonationalen Ideen, Aspirationen und Vorstellungen, sondern universalistische Werte zu vertreten, bedeutet eben auch diese Nuancen zu sehen und dann immer auch an der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Ja, das ist eigentlich ein schöner Abschluss auf eine Art. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, mich würde nur interessieren, sozusagen vielleicht noch als abschließende Frage, was du dir vorstellst, was eine realistische oder auch wie sagt man, aspirational, also eine wie sagt man das, ne? Aspirational. Ich habe auch gerade. Das passiert mir so oft in letzter Zeit, dass die deutschen Begriffe dann abhanden kommen. Nein, aber das ist eine quasi normativ aufgeladene Form von Selbstverwaltung von Kurdistan. Was wäre das für dich? Wie könnte das aussehen? Das ist ja wirklich jetzt eine große Frage. Aber wenn wir das auf so sehr realpolitische Sachen beschränken, in meiner ersten Antwort würde ich sagen, ich glaube, die Neuordnung Syriens mit Al-Shara und HTS, im Grunde kann es nicht sein, dass am Ende kein föderales System in Syrien etabliert wird. Aber nicht ein föderales wie nach dem Irakkrieg im Irak, sondern ein föderales, was eben vorgelebt wird seit 12 Jahren im Norden des Landes, im Nordosten des Landes und wirklich auch sehr effektiv und produktiv ist, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, diese aktuelle Neuordnung kommt nicht drum herum, über Föderalismus ernsthaft nachzudenken. Das ist, glaube ich, eine sehr kurzfristige und mittelfristige Antwort auf deine Frage. Ja. Aber also in so einem utopischen Denken würde ich es sehr begrüßen, wenn Menschen, die vertrieben wurden, die seit 30, 40 Jahren entweder im Ausland in Europa leben oder einfach politische ExilantInnen sind oder in Geflüchtetenlagern seit 10 Jahren verharren im Norden des Iraks, zum Beispiel seitdem der IS eingefallen ist, dass es eine gewisse Sicherheit gibt, für all diese Menschen zurückzukehren in ein Kurdistan, wann sie möchten, wie sie möchten. Und ich glaube tatsächlich, eine Sicherheit kann es nur geben, nicht durch irgendwie
so eine Art internationale Gemeinschaft, sondern indem man sich selbst verwaltet. Ja. Und genau, und ich glaube, Selbstverwaltung und Selbstbestimmung ist Menschenrecht, da sind wir eigentlich wieder zurück. Und ich glaube, in meiner Utopie können alle Bevölkerungen, die systematischer Unterdrückung quasi ausgesetzt waren, sich selbst von unten verwalten und ihre eigene Geschichte schreiben. Ja, okay. Subjekte ihrer eigenen Geschichte sein. Über die Frage, ob Selbstverwaltung ein Menschenrecht sein kann und wie wir da hinkommen, das als solches zu etablieren, können wir vielleicht eine Nachfolge machen. Das würde mich freuen. Ja. Tausend Dank, Rosa. Ich hab super viel gelernt. Das ist, ich schätze es sehr, dass du da warst. Danke dir. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.